Willkommen zurück zum Guide DD4. Schnell einmal durchgespielt mit der richtigen Kill-Order und den stärksten Charakteren, die ihr aktuell nutzen könnt. Wir sind jetzt im Bereich Cosmic angekommen. Und ja, das ist das Team, mit dem ich mir überlegt habe, welches wir schnell durchflitzen werden. Und ja, here we go. So wie auch in den anderen Knoten zuvor werde ich jetzt nicht extra darauf hinweisen, welche Charaktere eine Special oder eine Ulti benutzen. Ich sage euch lediglich an, welche Charaktere von höchster Priorität sind und wie wir ja quasi die Not komplett einmal durchspielen. Okay, wir starten. Das primäre Ziel ist Blob. Nach Blob holen wir uns Magneto, Strife und Namor. Wir werden den Ability Block auf Emma setzen. So, hier nochmal ganz wichtig, die stärkste Fähigkeit, die unsere gute junge Dame hier hat, ist diese hier, die Basic, weil die macht 10% Schaden. Immer abhängig vom Maximalleben. Trotzdem hole ich jetzt für alle einmal Ausweichen. Der Charakter, der jetzt dran war, war Magneto. Er hat trotz des Ausweichens alle getroffen. Ja, scheißegal. DPS auf Blob, volles Rohr. Wir benutzen unsere Kestrel, um nochmal Death Down auf alle zu ziehen und dann gleich natürlich zusätzliche Attacken zu pushen. Zweites Ziel, wie gesagt, Magneto, Strife. In dem Fall nehmen wir Strife. Magneto hat seine Fähigkeit ja gerade benutzt. Bum, bum, bum. Sie ist noch blind, also keinen falschen Fehler machen. Dann lieber nur die Basic verwenden. Die zusätzlichen Attacken machen den Rest. Er kriegt jetzt erstmal die Ulti ins Gesicht. Das war easy. Jetzt haben wir Speed. Ja, Namor wäre jetzt das nächste Ziel. Emma macht ja im Prinzip nicht viel. Die will nur spielen. So, 10% hat gefailt, weil noch blind. Habe ich nicht gesehen, ist aber auch egal, weil die Basic ist ja sowieso das, was wir dann wählen müssten. Und hat keinen erwischt, alles im grünen Bereich. Namor ist down, wir nehmen den anderen Namor. Holen uns nochmal ein bisschen Leben zurück, ganz wichtig. Ja, also Fillerwell, je mehr rote Sterne, Freunde, desto wow. In der zweiten Welle priorisieren wir, ihr kennt es aus den anderen Wellen auch, Negasonic. Es gibt 2 Stück davon, wer gestunt werden muss. Wenn wir einen Stun hätten, überleg gerade, wir haben überhaupt keinen Stun, ne? Das ist total Wayne, was ich hier gerade erzähle, immer mit Stun. Egal, ich erwähne es der Form halber. Der Stun würde auf X23 gehen. Nichts anderes macht da Sinn. Bin ich schon fast am Grübeln, ob ich nicht noch einen Charakter hier reintauschen könnte, der einen Stun hat, aber es macht ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn, weil die Teamkombination, die ich hier habe, die ist, ihr seht selbst, die ist by far das Stärkste, was auch nur ansatzweise geht. Jetzt ist was passiert, die nächste Welle ist reingeschwuppt und ich habe ja gesagt, Negasonic FTW machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt als nächstes auf Doc Strange, weil der natürlich eine ganz, ganz, ganz fiese Sau ist, wenn es darum geht, uns das Spiel schwierig zu machen. Der flippt unsere guten Buffs in negative und das macht er auch relativ zügig. Und er belebt auch noch Charaktere wieder und das ist eine Sache, die wollen wir nicht. Charakter wiederbeleben kostet immer Zeit, ist doof. Ich habe glücklicherweise resisted. Dann hole ich allen Charakteren noch ein bisschen Leben zurück, hole noch ein paar Buffs. Und ja, hier, komm, weg mit dem Doktor. Dann schnell weg mit Negasonic. Die ist auch gerade relativ low, baut keine Schilde auf in dieser Wave scheinbar. Also wenn nur ganz gering, ihr habt es gesehen, war da, war weg. Zack, nächstes Ziel. Nehme ich mal X23 raus, weil die schon auch mehr Schaden macht als die beiden Pools.
Und ja, Pool stirbt dann durch Kestrels Zusatzattacke. Und das war's mit Knoten 1 im Cosmic. Ja, kann man eigentlich doch recht zufrieden mit sein, glaube ich. Ich überlege nochmal ganz kurz. Stun-Charaktere, die mir einfallen für Cosmic. Boah. Keiner. Ich könnte Silver Surfer mit reinnehmen. Das werde ich auch später noch tun. Ja, aber erst später. Also ich sehe da aktuell keine Chance, großartig viel schneller durchzukommen. Das erste Ziel, was wir uns in Note 8 schnappen, ist einer von den beiden Star-Lords. Die wollen wir überhaupt nicht. Star-Lord ist immer blöd. So, meine Gamora ist ab. Gleich die Ultimate raus. Damit wir hier noch rechtzeitig genug Schaden transportiert kriegen, bevor die ersten Spots durch die Gegend fliegen. Oder die erste Energieversorgung kommt für alle. So, und wenn wir den Star-Lord down haben, ein bisschen Glück gelingt uns das gleich jetzt, dann, jetzt habe ich auch einen guten Einsatz, sehe ich gerade, für die Fähigkeit. Ziel jetzt ist Rocket und danach alle Low-Life Enemies. Da setze ich sogar mal die Ulti drauf. Hätte sich auch gelohnt auf Colossus. Aber ich wollte ja Buffs klauen. Passt. Low-Life Enemies heißt in dem Fall er. Wer ist denn jetzt der Low-Life? Der. Er hat auch eine dicke Kelle. Macht Sinn, wenn er tot ist. Zweimal Parry holen. Einmal Parry, ich habe es nicht geskillt. Ich bin ja ein richtiger Held. Ja, Colossus lässt uns keine andere Wahl, außer ihn zu schlagen. Ist schon heftig, was der da raushaut. Ich benutze das, um nochmal ein bisschen Speed abzukriegen. Ja, und ihn dann genau mit der Ultimate von Philabel aus dem Ring zu schlagen. Mit der Basic holen wir wieder 10% vom Gegner weg. Also die Basic ist die meistgenutzte Ability. Wir befinden uns in Wave 2, haben hier Falcon und Hawkeye. Falcon kriegt von mir immer die höchste Aufmerksamkeit. Ich weiß, andere Spieler nehmen sich auch gerne Hawkeye als erstes wegen dem Blind, aber ihr habt es gesehen, das ist mit Kestrel, Philabel und Gamora eigentlich überhaupt kein Ding mehr, das easy peasy schnell zu machen. Da kriegt man auch den zweiten Kollegen ganz schnell weggehauen. Jetzt ist die dritte Welle quasi reingedroppt. Und ja, ich habe mal ausgewählt. Hawkeye ist aktuell das Ziel der Wahl. Wir wollen natürlich dann unsere Debuffs aufrechterhalten. Darum geht es weiter mit Jessica Jones. 10%. Gar nicht lange nachdenken. Ne? Immer wenn ihr denkt, will ich ausweichen, dann denkt einfach dran, Basic macht 10%. Ja? Ich will nicht ausweichen, ich will Schaden machen. Wer ausweicht oder wer heilen muss, der hat zu wenig Schaden gemacht. Gilt für alles. Für den Raid, für den Krieg, für alles. Ultimate, wen kann ich rauspicken? Ihn, der ist auch sogar noch verstärkt. Zack, ist weg. Es gab kein Speed-Up leider. Er ist der nächste Charakter mit Lowlife. Hatte auch die höchste Speedbar, passt. Ja, komm, Luke Cage. Mich wundert, dass hier seine Aufladungsgeschichte noch nicht greift. Das haben die scheinbar nicht angepasst. Das finde ich gut. Und hier wäre das richtige Ziel natürlich... Ach nee, war richtig. Venom hatte eine höhere Speedbar. Passt. Automatisch das Richtige gewählt. Wir befinden uns in Wave 4. Wo ist denn? Falcon, da. Falcon. Und Secondary Target ist natürlich Hawkeye. Also es ist nicht so, dass ich hier großartig im Spiel
in DD irgendwas regelmäßig ändert. Also wenn man einmal verstanden hat, wer sind die Charaktere, auf die es ankommt, dann ist das Ganze wirklich ein Easy-Thema. Ja, so setzt man den Rush auch perfekt, dass man 4 Ziele mitnimmt. Kurz gucken. Tatsächlich nehme ich ihn jetzt raus, weil er low ist. Dann Carnage, damit der Gegner sich keinen Speed holen kann. Und er war auch am lowsten. Und ja, nee, einfach drauf. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist auch schon die Welle 5. Und ja, nach Carnage werde ich relativ unkompliziert auch wieder weiterspielen. Ich hau immer auf den drauf, der die geringsten Lebenspunkte hat, beziehungsweise nutze so wie gerade meine AoE-Ability von Gamora, um auf mein Team Death Proof drauf zu kriegen und es von anderen zu entfernen. Und jetzt, ja, also ich glaube, Colossus ist der nächste in der Reihenfolge gewesen. Bin ich auch egal. Die droppen hier wie nix. Und so spielen wir die Wave quasi bis zum Ende runter. Jetzt nochmal kurz ein bisschen priorisieren. Wer hat den größten Impact? Wer hat die stärksten passiven Fähigkeiten oder Aufladungen? Und dann in die Richtung runterspielen. Zum Beispiel Luke Cage habe ich nicht mitgenommen, damit ich nochmal eine Chance kriege, die Special von Gamora zu nutzen, um ihm Death Proof zu klauen. Weil ich ja weiß, dass der Kollege Vision mir meins wegnimmt. Oh, das war sehr schade. Nützt ihm aber eh nichts. So, und... Ah, ne, braucht zu lange von der Aufladung. Da wird Luke Cage leider vorher schon drauf gehen. Ich hätte einen Evade holen können, um das noch rauszuzögern, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Hier ist absolute Priorität und wirklich nichts anderes Human Torch. Was die da gemacht haben in der Not, verstehe ich bis heute nicht. Der haut Schaden raus. Unglaublich. So, nach Human Torch müssten wir eigentlich versuchen, unseren Vision halt so ein bisschen in Schach zu halten, weil die nervige Zusatzeffekte haben, wie Ausweichen, wie die Removaln, all unsere positiven Effekte, die machen den Death-Up Spaß, das wollen wir alles nicht. Wir wollen auch nicht, dass Jessica genau das tut, was sie gerade getan hat. Du dusselige Kuh. Aber einmal ist kein Mal. Und das Ding prügelt glücklicherweise nicht so stark wie in zum Beispiel Doom 1. Da wäre meine Kestrel jetzt mit so einem Punch ohne Buffs direkt im Dreck gewesen. Sehr gut. Toll. Diese Wave war auch sehr, sehr easy und so war die zweite Note auch schon durch. Jetzt kommt natürlich wieder der Marathon-Fight. Willkommen in Cosmic Note 9. Es ist mit Sicherheit die absolute Hassnote für jeden Spieler, der in DD4 in seinem ersten, zweiten, dritten oder 15. Run steckt, weil die beiden Charaktere hier, die gehen einem Hardcore auf die Nüsse. Warum? Scientist Supreme hat die dumme Angewohnheit, sie belebt ihn ab und zu wieder. Er hat die Angewohnheit, er belebt sie wieder. Da kann man echt richtig Stress mitkriegen. Aus dem Grund, Leute, fangen wir auch mit den Charakteren an. Also das ist meine persönliche Reihenfolge. Wir controllen die Gravitons so gut wie es nur geht. Das heißt, die kriegen auch Schaden. Aber Fokus ist der Doc und der Scientist. Die Scientist. Ja. Volle Lotte. Dank ISO 8 und der höheren Stufe ist es jetzt natürlich möglich, das halt auch einfacher durchzuziehen. Aber wenn ihr, so wie ich damals, gerade frisch 80 geworden seid und vielleicht auch noch nicht überall T15 und alle K4 habt, das ist richtig Hass. Nächstes Ziel ist dann Scarlet Witch und ihr seht schon, warum ich so angenervt bin von diesen Gravitons. Deswegen messe ich denen halt auch eine sehr, sehr hohe Priorität zu. Scarlet nehmen wir nur aus dem Grund raus,
weil sie ja die Lebenspunkte aller Charaktere einfach einmal aufnimmt und umverteilt. Und ja, das ist doof. So, weg. Jetzt müssen wir uns hier um den Aim-Fuzzi einmal kümmern. Da kommen wir leider nicht drum rum. Komm, hier. Damit Kestrel dann halt auch ein zusätzliches Ziel hat, wenn ich gleich mit anderen Charakteren draufschlagen sollte. Falls sie nochmal spottet. Ja, zack. Hit it like you mean it. 10% Regel. Und weiter geht's auf Graph. Jo. Das haben wir relativ charmant gelöst gekriegt. Ich mache nochmal ein Evade auf meine Infinity-Kollegen für den Fall, dass Vision nochmal drankommt und nerven will. Habe ich ja eine Chance dann auszuweichen. Kann hier nochmal ein bisschen meine Fähigkeiten aufladen an ihm. So. Und da sind wir in Wave 2. Was ist für uns immer schlecht? Schlecht ist für uns, Hawkeye macht Blind, Falcon macht Manipulation der Tempoleiste. Und so entscheidet ihr auch in der Wave, welcher Charakter ist für euch am nervigsten? Ja, es ist Vulture. Und darum, wenn der raus ist, wäre das nächste Ziel dann auch der Taskmaster. Bitte achtet darauf, dass der sehr schnell an Lebenspunkte rankommt. Ja, Basic Ability always. Und Death Down auf alles. Kestrel macht ja ihren Job so oder so, weil sie, sobald sie dran ist, den Blind removed. Hat aber super geklappt. Es sind gar nicht alle getroffen worden. Es ist nur Kestrel noch blind. Episch. Heißt, wir haben jetzt gerade wirklich einen mega Ausgangspunkt, der es vielleicht sogar macht, dass ich die Note zum ersten Mal im One-Shot spiele, Alter. Das wäre der Oberhammer. Habe ich nämlich noch nie geschafft. Meistens, da gibt es noch einen Knackpunkt, zu dem kommen wir noch, ist an der Stelle dann vorbei. Okay, wir müssen die hier, Bullseyes so schnell wie möglich rausnehmen. Die haben den höchsten Schaden auf dem Feld. Nachdem die Bullseyes down sind, ja, genau, eigentlich nur noch ganz normal runterspielen, wenn wir dann angefangen haben, die Mysterios halt ins Jenseits zu befördern, darauf achten, dass die nicht wiederkommen und dann aus Versehen ja, ihr eigentliches Ich zurückbeschwören. Ja. Ging gar nicht. Ich habe gerade gesehen, dass Kestrel noch eine Aufladung hatte. Spitzenmäßig. Also, top. Wir sind dann in Welle 3 und jetzt haben wir nicht nur einen Vulture. Jetzt haben wir noch zusätzlich einen Falken am Start. Und ich rate nach wie vor Falken höher als Vulture. Ich finde den Plus auf die Tempoleiste finde ich schlimmer als das Minus auf meine Tempoleiste. Ich weiß, das ist eigentlich Unfug, weil es wahrscheinlich unterm Strich dasselbe ist. Aber das ist beides Rotz und somit wird dann Vulture auch das zweitnervigste Ziel, was weg muss. Und jetzt müssen wir wirklich schnell sein, bevor die Hulks anfangen zu eiern. Ich habe ihn jetzt genommen, damit er nicht spotten kann gleich. Also dieses dusselige Hin- und Hergespotte kostet gleich wirklich viel Zeit. Macht die Welle echt nervig. Und ja. Da will man eigentlich so schnell wie möglich durch. Wenn wir gleich die Möglichkeit haben, dann Mr. Fantastic rauszunehmen, dann werden wir auch das tun. Schauen wir mal, wer da... Der ist sogar getargetet worden. Dann hauen wir ihn doch gleich mal weg.
Die Hikes scheinen noch nicht in Action zu kommen. Das ist gut. Da bin ich echt nicht böse drum, ne? Wenn die erst anfangen, durch die Gegend zu hüpfen, Stun of Filler Well mag ich jetzt auch nicht so richtig gut leiden. Das ging noch. Ich muss jetzt langsam auch überlegen, von der Basic wegzukommen. Von Nebula und auch mal einen Evade auf die Truppe zu setzen. Nicht, dass mir da so ein Hulk den Kopf wegsprengt. Ne, also die AOE von Moondragon auf die Hulks einzusetzen, bringt nicht so sonderlich viel, weil sobald der jetzt noch weiter droppt eigentlich, zack, cleant er sich selbst. Da hätte ich dann auch die Special auf ihn benutzen können. Auch wieder absichtlich nicht gemacht. Die Special von Gamora, um den Death Proof zu stehlen. Das mache ich jetzt. Wenn er dann rankommt. Da ist er. Oh, schade. Habe ich mich ein bisschen vertan von der Skill. Ne, da doch. War schon runter und ich habe trotzdem die Special genutzt. Ist natürlich mega fail. Passt auf, dass euch sowas nicht in der Hektik und der Hitze des Gefechts passiert. Ja, welches Ziel? Richtig. Vulture, warum? Richtig. Es ist immer dieselbe Antwort auf ein und dieselbe Frage. Was nervt am meisten? Es ist Tempoleistenmanipulation. So, Vulture ist raus. Derjenige, der den höchsten Schaden produziert hier, wäre Green Goblin. Aber ich kriege hier 100% Speed. Oh, hat nicht gereicht. Ich dachte, ich kriege den ge-one-shottet. Dann hätte ich 100% Speed gekriegt. Dann ist das halt so. Dann das Ziel mit den geringsten Lebenspunkten logischerweise. Hat sich auch nichts geändert an meiner Aussage. Jetzt ist es dann... Oh. Neue Priorität, meine lieben Freunde. Da ist gerade die neue Welle reingedroppt. Und ja. Ich mache jetzt den größtmöglichen Nutzen aus meiner Kestrel. Den versuche ich zu kriegen. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Weil ich nämlich vergessen habe, ich habe gerade nicht auf meine Liste geguckt, wann diese Wave jetzt hier reindroppt. Und wir haben ja jetzt hier viele ätzende Sachen. Wir haben einmal Simo, der einen Stun macht, der einen Buff Clear macht, der einfach nur doof ist. Wir haben einen Taskmaster, der blindet. Und wir haben eine Horde voll mit komischen Hydra-Agents, die alle, ja, durch Red Skull im Zweifel auch animiert werden, mehr zu machen, als sie alleine in der Lage sind. Ich glaube, ich habe es unter Kontrolle gekriegt. Da ist der Blind. Der einzige Charakter, dem der Blind völlig egal sein wird. Gamora war auch nicht geblindet, okay. Moondragon ist nicht geblindet. Filler ist geblindet. Ist Kestrel nach wie vor. Und Kestrel sorgt auch wieder für Zusatzangriffe. Also noch geht's. Gefährlich, ne? Ihr habt gesehen, was ich vorhin meinte mit diesen Zusatzattacken von Red Skull. Wir sind nicht im Krieg und somit wäre er auch immer ein gutes Ziel gewesen, schon vorher ihn runterzudrehen. Jetzt muss ich hart aufpassen, dass ich diese Runde nicht in einen Fail verwandle. Habe ich eigentlich keine Meinung zu, den Part hier nochmal neu aufzunehmen. Also Schilde hoch und jetzt hoffen, dass ich gleich meine Heilung ready habe von Moondragon. Ja, Defense down muss sein. Oh, verdammt, ich hätte Taskmaster anvisieren sollen, weil der hintere war eh schon... ich kann Death Proof holen auf alle, das ist schon mal wichtig. Ne? Diesmal aufgepasst, sehr schön. Und ja, ist ja egal. Völlig egal, was jetzt bei den Gegnern Phase ist. Ich brauchte das Leben. Die Wave ist wieder unter Kontrolle. Es wird ein One-Shot, Freunde. Wenn ich das jetzt gut gemanagt kriege im letzten Drop. Ist das jetzt schon der letzte Drop? 12 Charaktere? Ich glaube ja, ne?
Also Primärziel wird dann Human Torch. Sobald der Offense up hat und angreift, ist vorbei. Schwierig wird halt Kall, schwierig wird halt Taskmaster zu handeln. Wir müssen die Fackel down kriegen, bevor es hier blutig wird. Verdammt. Und ich habe, glaube ich, so ziemlich alle Cooldowns gezogen. Ah, das reicht. Komm. Das wird reichen. Da kommen die ganzen Assists rein und da kommt Kestrel hinterher. Erledigt. Gut, dann kann ich mich jetzt um den Taskmaster kümmern. Weil Blind-Effekt blöd. Da hinten muss ich mich erst noch um den Spot kümmern von Crossbones. Fällt er jetzt runter? Ne, immer noch nicht. Cool, macht auch ein bisschen Trouble, der will mitspielen. So. Nebula gestunt. Ich nehme, also die Schläge, die ich jetzt austeile, gehen auf Bullseye, weil ich ja den Assist kriege von Kestrel. Bullseye hat einen sehr hohen Schadensausstoß und assistet halt auch, wie ihr gerade gesehen habt. Deswegen weg. Neue Wave, neues Pech. Jetzt habe ich glaube, ich habe alles versaut. Ich hätte einen Taskmaster nehmen müssen, sowieso. Warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben, verdammt? Also die höchste Priorität aktuell hat Human Torch, aber er wird uns jetzt blinden. Darum muss er jetzt weg. Weil wenn wir blind sind, dann kriegen wir auch Human Torch nicht kaputt. Verdammt. Ja, muss ich machen. Damit, wenn hier Spots gleich passieren sollten oder Counter-Attacks, ich noch das Maximale rausholen kann. Okay. Human Torch. Wir sind in Action. Wir brauchen jetzt DPS. Das sieht gut aus. Oh nein! Das war close. Leider kommt jetzt der Speed up. Habt ihr gesehen vom Falken? Und das kann das Ende bedeuten. Nein! Oh, er ist weg. Okay, dann einmal debuffen, ganz wichtig. Und ja. Da die Special genutzt wurde, und ich glaube nicht, dass der Special gleich wieder, ich müsste es nachlesen, ich weiß es nicht, mache ich den Tank weg. So, und Kestrel, komm, mach doch einen Shot! Ausweichen. Ich muss jetzt ausweichen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass Ausweichen die richtige Entscheidung ist. Der Falken muss down gehen. Das soll ein One-Shot werden, Freunde. Gott, ist das knapp. Ja. Für euch sieht es vielleicht nicht so aus, aber mir geht hier wirklich der Arsch auf Grundeis. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles fein. Defense down, Falken ist tot. Ja, alle Attacken führen zu einer zusätzlichen Attacke. Wen dürfen wir jetzt natürlich nicht ins niedrige Prozentbereich Limit schießen? Das ist der Hulk, der kriegt dann immer wieder Tempo, Sport, removed sich die ganzen Effekte. Wir nehmen erst alle anderen Charaktere raus und hauen dann Hulk ganz zum Schluss um. Von mir aus auch im Autoplay. Im Prinzip jetzt ist Autoplay. Jetzt hat Gamora auch mal ihre Special benutzt. Nebula. Mensch, das war easy. Freunde, das war richtig geil. Cosmic, easy durchgespielt mit Ironhide 2019. Kill Order ist klar, hoffe ich.